Glaubt ihr, dass es Autos gibt aus den 90er Jahren, aus den 2000er Jahren, die das Zeug dazu haben, zu einem waschechten Klassiker zu reifen? Ich rede jetzt nicht von Supersportwagen oder limitierten Sondermodellen oder High-Performance-Varianten. Ich rede von der Massenware. Autos, die über 100.000 Mal gebaut wurden. Autos von Großserienherstellern. Autos, die man heute noch im Straßenverkehr fast täglich sehen kann. Ich bin überzeugt, den einen oder anderen Klassiker gibt es aus diesen Baujahren. Und mit einem bin ich unterwegs. Mit einem Audi TT der ersten Serie. Für mich ist der Audi TT jedenfalls schon jetzt ein waschechter Klassiker. Warum? Ganz einfach, aufgrund des Designs. Er sieht sportlich knackig aus, hat einen kurzen Radstand, kurze Überhänge und einfach gelungene Proportionen. Im September 1995 stellte Audi auf der IAA in Frankfurt die Konzeptstudie Quattro TT vor und rief damit Begeisterungsstürme hervor. Audi entschied sich dazu, die Studie zur Marktreife weiterzuentwickeln und nur 3 Jahre später kam dann der TT auf den Markt. Die Markteinführung verlief allerdings nicht so wie geplant. Kurz nach Einführung gab es mehrere schwere Unfälle, teilweise mit tödlichem Ausgang. Warum? Die Hinterachse hatte zu viel Auftrieb, es fehlte eine Abrisskante am Heck und bei hohen Geschwindigkeiten brach das Heck unvermittelt aus. Audi rüstete nach, und zwar mit einem Heckspoiler und dem elektronischen Fahrsicherheitsprogramm ESP. Gebaut wurde die erste Generation des Audi TT, 8N genannt, von 1998 bis 2006. Und zwar nicht in Ingolstadt, sondern in Ungarn. Unser Exemplar stammt aus dem Baujahr 2001, ist somit im besten Youngtimer-Alter und damit auch noch fit genug für eine sportliche Gangart. Der TT ist ein 2+2 Sitzer. Hinter mir gibt es noch eine kleine Notbank, auf der will aber wirklich niemand sitzen. Schon gar nicht, wenn eine Person meiner Größe vorne sitzt. Die Notbank taugt allenfalls zum Ablegen einer Tasche. Der Wagen hat 1,8 Liter Hubraum und 4 Zylinder. Das klingt erstmal nach nicht viel, aber wir haben hier 2 Abgasturbolader, die 224 PS aus dem Motor rauskitzeln. Und das gepaart mit einem Sportfahrwerk, mit dem legendären Quattro-Antrieb und mit einem knackigen 6-Gang-Schaltgetriebe. Das macht richtig Spaß. Der Wagen klebt förmlich in den Kurven und es macht richtig Laune, mit ihm zu fahren. Wofür steht eigentlich das TT im Audi TT? Der Wagen hat 2 Turbolader. Man könnte meinen, es heißt Twin Turbo, aber falsch. Das TT steht für Tourist Trophy. Das ist dieses legendäre, wahnsinnige Motorradrennen auf der Isle of Man. Und die Audi-Traditionsmarken DKW und NSU haben dort früher große Erfolge bzw. Klassensiege eingefahren. Und das TT ist eine Reminiszenz an diese Rennsporterfolge. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Fahrgefühl vom Audi TT und höre den Turbos beim Pfeifen zu. Wenn ihr den TT mal live sehen wollt, dann besucht uns doch im PS-Speicher. Der Wagen wird demnächst Teil unserer neuen Dauerausstellung werden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.